Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Marshmallows. Dafür habe ich hier eine Auflaufform hergenommen, bzw. Backform mit den Maßen 15 bis 20 x 30. Die wird jetzt zunächst mit einem Bogen Backpapier ausgelegt, anschließend zur Seite stellen. Als nächstes 5 bis 6 Esslöffel Wasser und ein Päckchen gemahlene Gelatine in einem kleinen Becher zusammenrühren. Und anschließend ebenfalls zur Seite stellen. Als nächstes einen Topf aufsetzen, dann 450 Gramm weißen Zucker hineingeben, außerdem 250 Gramm Wasser dazu gießen, und jetzt das Zuckerwasser bei mittlerer Hitze so lange rühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Sobald sich der Zucker komplett im Wasser gelöst hat und das Ganze schon anfängt, so etwas leicht zu simmern, mit einem Pinsel und etwas Wasser die Innenwände des Topfes etwas auswaschen, so den Restzucker etwas lösen. Danach ein Zuckerthermometer an der Topfwand befestigen, dabei darauf achten, dass der Thermometerfühler nicht den Topfboden berührt, sondern nur die Flüssigkeit, und danach den Zuckersirup aufkochen lassen. Sprudelnd kochen sollte er, so wie hier zu sehen, dann köcheln lassen, so lange bis eine Temperatur von 110 bis 115 Grad erreicht ist. Knapp unter Softball. Danach den Topf vom Herd ziehen. Als nächstes eine Rührschüssel hernehmen und die aufgequollene Gelatine hineingeben. Den heißen Zuckersirup dazu gießen. Und außerdem das Mark einer halben Vanilleschote dazugeben. Anschließend mit einem Mixer oder einer Küchenmaschine zunächst 1 Minute auf niedrigster Stufe und anschließend ca. 7 bis 9 Minuten auf höchster Stufe schlagen. Die Zuckermasse wird daraufhin immer weißer und glänzender, je länger sie geschlagen wird. Und wenn die Masse anschließend richtig schön cremig und fluffig vom Rührhaken läuft, ist sie fertig. So wie hier, schön dickflüssig und aufgeschlagen. Die Masse jetzt
in die vorbereitete Backform füllen. Und alles mit einem Teigschaber glatt streichen. Die Backform anschließend für mindestens 4 Stunden bei Raumtemperatur, am besten aber über Nacht, stehen lassen. Einfach in der Küche mit einem Backpapier bedeckt stehen lassen und aushärten lassen. Und dann am nächsten Tag etwas Puderzucker auf die Arbeitsplatte streuen. Die Marshmallow-Platte auf die bestäubte Arbeitsplatte stürzen. Und jetzt behutsam das Backpapier von der Platte lösen. Jetzt nochmal von oben mit etwas Puderzucker bestäuben. Und danach mit einem großen Messer zunächst in Streifen und anschließend in kleine Marshmallow-Würfel schneiden. So sehen die fertigen Marshmallows danach aus. Schön weich, elastisch und fluffig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.